Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute Teil 2 unserer Templars Gear Plattenträger-Serie. Heute der CPC Gen 3. Manchmal darf es ein bisschen mehr sein. Das heißt, ich brauche mehr Gear, mehr Platz, mehr Schutz. Dafür ist der CPC konzipiert. Beim TPC habt ihr ja schon gesehen im ersten Video, der ist auf leicht und schnell ausgelegt, auch vielleicht auf Concealed Carry habe ich da die Möglichkeit entsprechend mitzuarbeiten. Der CPC ist wirklich dafür gemacht, um dann nochmal mit mehr Ladung zu arbeiten, speziell auch mit Seitenpanzerung auch zu arbeiten, und entsprechend ist die Platte hier komplett umschlossen. Das seht ihr ja schon hier auf den ersten Blick. Gehen wir einmal kurz über die generellen Features, beziehungsweise erstmal über das generelle Setup. Templars Gear verwendet hier vollflächig Laser Cut Molle Cordura. Hier sieht man jetzt auch schon, dass die Platte komplett eingeschlossen ist. Ansonsten ist der Plattenträger von der Form her und vom Aufbau her fast identisch mit dem TPC hier drüben. Ihr habt Laser Cut Molle, habt hier ein Klettfeld für Patches, hier die Aufnahmen für die ITW Nexus Buckles, da könnt ihr entsprechend auch mit G-Hooks arbeiten, wenn ihr die ausbaut, wäre hier der Schlitz dafür vorgesehen. Hier im unteren Bereich ist ein Unterschied, denn das Klettfeld ist nicht vollflächig, da habt ihr hier eine Aussparung drin und natürlich das ganze System mit Rockschnallen versehen. Gehen wir auf die Rückseite. Der CPC unterscheidet sich zum TPC im Aufbau ein klein wenig. Wir haben hier anstatt einer fixierten Schulterträgeraufnahme habt ihr hier einen D-Ring, der den Schulterträger einmal umlenkt und nach vorne legt. Ihr habt trotzdem, wie auch beim TPC, die Möglichkeit, mit einem Backpanel zu arbeiten und da entsprechend Module anzuzippen. Den Pack stellen wir euch gleich im Detail vor. Und hier seht ihr die ganze Pracht einmal ohne Panel, komplett Laser Cut Molle. Hier ein großer Klettbereich, oben auch wieder ausgespart, so ein typisch, ich finde, es hat so ein bisschen was von Transformer. Stefan, wie findest du? Hat nicht dieser Transformer-Kopf so? Roboter-Scheiß. Und dann hier im unteren Bereich entsprechend eine Klettabdeckung, die die Einstellung des Kammerbands zulässt. Also auch hier ein bisschen cleaner, aufgeräumter der Look, aber auch entsprechend ein bisschen schwerer, ein bisschen mehr Material als beim TPC. Ich habe es euch ja bereits im Video vom TPC versprochen. Ich stelle euch den kleinen Assault Pack zum Ansippen auch nochmal im Detail vor im CPC-Video. Hier ist er nun. Das ist der Flatpack Small CPC. Wir haben hier einmal auf der Front ein kleines Klettfeld, wo ihr entsprechend Patches aufbringen könnt. Hier wieder Laser Cut Molle in Templars Gear Manier. Das heißt, ihr habt immer ein großes Mollefeld, dann nochmal kleinere Schlitze, um hier auch entsprechend mit Shockcord arbeiten zu können. Ihr habt ein Zipperfach im oberen Bereich, wo ihr von der Größe her auch ein AR-15-Magazin reinbekommen würdet von der Tiefe. Also es würde dann natürlich ein Stück rausstehen, klar, aber dass ihr mal einen Eindruck habt, wie weit die runtergeht. Die geht wirklich bis zum Zipper des zweiten Fachs runter, also schon amtlich Platz. Dann hier entsprechend nochmal ein zweites Fach bis zum Boden. Der ganze Pack ist von der Tiefe her ungefähr eine Molle Breite breit. Das seht ihr hier auch ganz gut. Könnt ihr an der Seite auch entsprechend nochmal Taschen anbringen oder ein Knicklicht durchschieben oder halt auch entsprechend mit Shockcord wieder arbeiten. Das ganze System ist mit einem umlaufenden Zipper versehen, was hier auch nochmal mit einem
Gleitsystem zusammengehalten werden kann. Ne? Also wenn man das möchte, kann man das hier komprimieren. Das heißt, dann geht der Zipper auch nur bis zur Hälfte auf. Wenn ich das nicht möchte, entferne ich das hier einfach. Dann kann ich den Zipper auch bis ganz runter machen oder ich schiebe ihn natürlich unten drunter durch. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ist natürlich ein bisschen fummelig, auf jeden Fall nicht combat-tauglich, aber kann man so machen, um entsprechend hier auch ranzukommen. Brauchen wir jetzt aber nicht. Das heißt, ich mache es wieder zu, das Ganze, schiebe das wieder durch. Entsprechend. So. Und dann machen wir einmal oben auf, damit ihr einmal ins Hauptfach reingucken könnt. Hier habe ich jetzt mal eine Jacke reingepackt, damit ihr einfach auch seht, dass hier im Hauptfach auch ordentlich Platz ist neben einer Trinkblase. Das ist natürlich ein kleiner Combat Pack, der hat natürlich den Vorteil, dass dieser Pack entsprechend so gebaut ist, dass er auf dem Plattenträger direkt auf die Platte hinten drauf passt. Ja, von der Größe her darf man nicht erwarten, dass da jetzt riesen Volumen da ist, aber viele wollen ja auch gar nicht mehr. Das heißt, hier habe ich jetzt die Möglichkeit mit einem kleinen Trinksystem, das ist jetzt von Source, eine 1 Liter Trinkblase, die passt hier perfekt rein. Dafür habe ich auf der Oberseite entsprechend einmal eine Fixierung, um da das ganze System festzumachen. Ein Schlauchdurchlass, mittig. Und dann kann ich hier mein Trinksystem entnehmen. Das ist hier auch gefüllt, dass ihr es mal gesehen habt von der Menge her, was hier reingeht in den Pack. Also eine volle 1 Liter Trinkblase, eine Jacke, ein paar Snacks würden noch reingehen. Und das war es dann auch. Hier hat man noch mal so ein leichtes Stoffmaterial auf der Rückseite verwendet. Und was ihr hier seht, ist die Innenseite der außenliegenden Fronttaschen. Um die Trinkblase zu fixieren, ist innen auch nochmal Shockcord versehen, die hier entsprechend bis unten hin geführt wird. Ich habe jetzt mal die Silk Clips an den Reißverschlüssen aufgetrennt, dass ihr sehen könnt, der Pack lässt sich wirklich über die ganze Weite öffnen. Und dann seht ihr jetzt auch nochmal ganz gut hier den hinteren Bereich, wo die Trinkblase fixiert wird, über 4 entsprechende Schlaufen und dem Shockcord. Und auch noch einmal die Front hier, um da, wenn ich hier in die Fronttasche was rein tue, sehe ich hier auch quasi im Hauptfach bereits, was da drin ist. Auf der Unterseite hat man keinen Molle verwendet, das finde ich auch ganz gut gerade, denn damit habe ich hier wirklich einen sauberen Übergang zum Ende des Plattenträgers, brauche ich hier auch nicht. Und von der Befestigungsmöglichkeit ist es ähnlich wie bei der Molle-Platte, die wir euch beim TPC-Video gezeigt haben. Oben 2 Streben aus Framesheet-Material, um entsprechend einzuhaken und dann die Zipper. Jetzt seht ihr, hier ist eine Besonderheit. Hier ist nämlich auch schon ein Gegenstück-Zipper dabei. Das macht auch nicht jeder Hersteller. Denn ihr habt die Möglichkeit, diesen Zip-Pack natürlich auch auf Plattenträger anderer Hersteller zu bauen. Bei Templars Gear ist ja immer ein Reißverschluss mit dabei. Aber wenn ihr jetzt, was weiß ich, noch einen LBT habt, einen alten oder so und wollt unbedingt so einen coolen Templars Gear Pack draufpacken, könnt ihr den kaufen ohne weiteres. Denn ihr habt das entsprechende Gegenstück hier zur Verfügung. Das wird dann einfach mit Molle entsprechend auf jedem x-beliebigen Molle-Plattenträger einfach eingefädelt und schon habt ihr ein Zip-on-Pack für andere Plattenträgersysteme. Sehr, sehr geil. Hier seht ihr jetzt nochmal im Detail die verschiedenen Möglichkeiten, die Front zu nutzen. Ich habe jetzt hier einmal ein Molle-Panel mit 3 verschiedenen Magazintaschen drauf. Die haben wir euch ja auch schon beim TPC gezeigt. Die wird einfach mit Fastex-Verschlüssen eingehängt und mit Klett dann entsprechend hinten fixiert. Ihr seht hier, habe ich jetzt 3 Magazintaschen von Templars Gear draufgepackt, die auch verschiedene Magazine aufnehmen können für verschiedene Waffensysteme, zum Beispiel AK, AR-15, G36, G3, also AR-10 Magazine würden auch gehen von der Breite. Ihr habt hier entsprechend eine Führung an der Seite und auf der Unterseite habt ihr nochmal Verschlüsse, wo ihr dann entsprechend einen Kordelstopper, wo ihr dann die Gummibänder hier weiter oder enger stellen könnt, um den Zugwiderstand entsprechend einzustellen. Haben wir euch auch schon gezeigt im ersten Video. Hier auch nochmal das Ganze als Flap-Version für 3 Magazine fix. Also hier ist jetzt sind keine Magazintaschen auf dem Panel aufgebracht, sondern hier ist es fest miteinander verbunden. Habe ich die Möglichkeit eben bis zu 6 Magazinen zu transportieren. 2 hintereinander in einer Tasche kann ich machen oder aber ich habe nur eine einzelne Lösung entsprechend, kann hier den Klett auch einmal umfalten, um besser greifen zu können. Da sind die Möglichkeiten halt auch extrem vielseitig. Und was wir euch im ersten Video nicht gezeigt haben, für die Shockcord entsprechend, um die einzustellen, habt ihr hier nochmal extra auf der Unterseite ein Loch,
wo dann auch das überschüssige Material verstaut werden kann, ohne dass ihr das abschneiden müsst. Also das ist wirklich nochmal eine ganz coole Sache. Da könnt ihr wirklich sehr, sehr weit werden im Umfang. Auch hier hat man wieder ein bisschen Material gespart. Jetzt, wo das Frontpanel ab ist, sieht man das ganz gut. Hier beim CPC ist natürlich alles voll Cordura Laserlaminat, keine Aussparung wie beim TPC. Aber hier hat man trotzdem auch beim Klett gespart. Das hilft natürlich zum einen, die Panels abzunehmen, wenn sie abgenommen werden müssen, weil man nicht so reißen muss wie ein Hirsch, weil hier überall Klett ist. Ne? So hat man hier eine Aussparung und hier seht ihr auch schon den anderen Unterschied. Jene hier hat fest verbaut Rock Buckles. Nichtsdestotrotz könnt ihr hier natürlich, wenn ihr das denn möchtet, einen reinen Klettverschlusskammerband nutzen. Dann liegt der hier über die Verschlüsse oben drüber, aber das geht schon. Also es ist nicht so, dass es hier stört oder wehtut. Die sind dann einfach nur ohne Funktion. Bei der Backplate habt ihr einen Unterschied zum TPC, nämlich der Kammerband lässt sich nicht direkt verstellen, sondern man hat hier mit einer Flappe gearbeitet. Ist ein bisschen schöneres, cleaneres Bild, natürlich aber auch mehr Material natürlich. Das heißt, ich öffne hier dieses Klettfach und habe dann darunter entsprechend hier meine Verstellung für den Kammerband. Na, so, dass es auch ordentlich ist hier. Hier auch wieder, wie beim TPC Reißverschlüsse, bei einem CPC muss das auch so sein. Da kann ich dann entsprechend auch den CPC Flatpack montieren. Den erkläre ich euch gleich in ein paar Sekunden. Dazu gehe ich einfach hier in die Schlitze mit dem Material, mit dem mit dem Polymermaterial gehe ich da rein, hake die Reißverschlüsse einmal rechts und links ein. So, damit ist der Pack entsprechend hier fixiert auf dem CPC. Schönes Bild. Natürlich kann man auch ohne weiteres ein Molle-Panel verwenden, wie wir es euch auch schon beim TPC gezeigt haben. Rettungsgriff, wie sich das gehört. Das ganze System ist hier mit ITW-D-Ringen befestigt. Und hier habe ich auch nochmal einen Unterschied im Schulterbereich. Wie ihr sehen könnt, ist hier auch nochmal, wie auch auf den Seitenmodulen, auf den Taschen, das typische Templars Gear Laser Cut Molle zu finden. Hier habe ich nochmal zusätzlich zwei Schlaufen, um da entsprechend auch Kabel oder Schläuche durchführen zu können. Und das Schöne ist hier, diese Dinger sind an den Polstern dran. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr sagt, ich habe den TPC und möchte da auch Kabelführung im Schulterbereich haben, könnt ihr dieses Polster natürlich auch da drüben verwenden entsprechend. Ist ja beides mit Klett unterlegt. Oder wenn ihr sagt, ich will den CPC ein bisschen Low Profile haben, dann ist hier alles sehr, sehr slick und trotzdem hättet ihr noch die Möglichkeit, hierüber irgendwelche Fädelungen zu machen. Das bringt uns dann auch gleich zum nächsten Punkt, den Top-Verschlüssen. Rockschnallen sind ja schön und gut. Der ein oder andere sagt aber, ich brauche jetzt im oberen Plattenträgerbereich nicht unbedingt eine Rockschnalle, weil ich einfach den Plattenträger immer über den Kopf anziehe oder ausziehe, auch keinen Schnellabwurf brauche und hier einfach das Gewehr geschultert wird, das stört mich vielleicht. Ist blöd manchmal. Ja? Der eine findet es super toll, der andere sagt, für mich funktioniert das überhaupt nicht. Ja? Ich kann mir vorstellen, gerade hier die Jungs mit dem Aug, wo der Schaft schon ein bisschen kräftiger und stärker ist, dass er so eine Backel ein bisschen eher stört. Und da hätte man hier natürlich lieber was Flaches. Das Schöne ist bei Templars Gear, die haben mitgedacht und haben gesagt, wir möchten euch die Möglichkeit geben, hier auch andere Varianten zu nutzen. Templars Gear hat euch hier die Möglichkeit gegeben, den Frontverschluss auszutauschen. Das ist relativ simpel. Ihr könnt hier einfach den Klett auf der einen Seite lösen. Dann führt ihr hier entsprechend das Klettteil durch. Das ist das Einzige, was ein bisschen enger und fummeliger ist, aber es geht auf jeden Fall. Macht man ja auch nicht täglich. Das ist ja wie gesagt für den Austausch. So, dann habt ihr hier das Teil freigelegt. Ich habe die Platte jetzt auch schon mal rausgenommen. Kann jetzt hier in den Plattenträger eingreifen. Und dann kann ich hier innen den Klett lösen, um dann entsprechend hier auch den Verschluss rauszubekommen. Das Ganze ist nämlich hier auch mit einer Schlaufe gelöst. Das heißt, ich kann die jetzt hier entsprechend auch komplett entfernen. Und dann könnte ich sogar hergehen,
wenn ich das hier irgendwie verarbeite und das Ganze so konnektieren, ne, das heißt, ich habe überhaupt keinen Verschluss. Muss ich nur gucken, was ich mit dem überschüssigen Material mache, aber theoretisch kann ich das hier auch aufrollen und da drunter lassen. Würde gehen. Ja, also das wäre eine Möglichkeit, das ist jetzt nicht eine schöne Möglichkeit, aber es wäre eine Möglichkeit. Der eigentliche Gedanke ist dann aber hier ein anderes System zu nutzen, nämlich entweder ich nehme es wie hinten, einen ganz einfachen D-Steg, um dann hier auch ein super flaches Profil hinzubekommen. Oder aber ich gehe hier vorne her und sage, ich mag jetzt nicht unbedingt Plastik da vorne, sondern ich möchte etwas Hochwertigeres. Dann kann ich hergehen und zum Beispiel auch eine Austria Alpin Backel nehmen, ja, und da entsprechend mitzuarbeiten. Das heißt, ich gehe hierher, fädel hier entsprechend mein Unterteil einmal ein. So, dann führe ich hier den Klett wieder zurück in den Plattenträger. Dazu am besten unten eingreifen, das Ganze zurückziehen, innen festkletten und schon habt ihr hier die Seite fest. Dasselbe Spiel nochmal auf der anderen Seite. Ich habe jetzt auch extra mal einen schwarzen genommen, dass ihr einen besseren Kontrast hier seht. Und habe es natürlich falsch rum reingefädelt. Okay, gut, dass es schnell geht auf der Seite. So. Dieser Trottel, der kann doch nichts richtig. So, jetzt passt's. Genau, und dann hättet ihr jetzt hier die Möglichkeit, mit dem Verschluss zu arbeiten. Der ist ein bisschen flacher als der andere Verschluss. Wo habe ich ihn? Da ist er. Wenn man die mal nebeneinander hält, seht ihr hier, der hier hat ein bisschen ein höheres Profil als der andere. Und natürlich hat man hier auch Metall. Also das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, wie man anderweitig den Plattenträger einsetzen kann. Finde ich sehr, sehr cool, dass einem vom Hersteller die freie Wahl gegeben wird. Ne? Also es gibt viele, die sagen, du musst jetzt mit dieser 2M-Backel leben. Und hier Templarski sagt, ihr könnt alles, was ihr wollt, machen, damit es für euch optimal ist. Wie auch beim TPC habt ihr die Möglichkeit, hier mit verschiedenen Kammerbands zu arbeiten. Klett hatten wir schon gesagt. Entweder ihr könnt hier natürlich mit dem elastischen Kammerband arbeiten, wo ihr die Möglichkeit habt, entweder noch mit Magazin obendrauf hier zu arbeiten oder auch mit Shockcord. Das mit den zusätzlichen Magazintaschen haben wir euch im TPC-Video bereits gezeigt. Wenn ihr das euch nochmal im Detail anschauen wollt, dann verweise ich hier an dieser Stelle auf dieses Video. Oder aber ihr nehmt hier diesen Kammerband. Der wäre nochmal von der Querversteifung, von der horizontalen Versteifung natürlich ein bisschen robuster. Damit könntet ihr dann auch mit Seitenplatten arbeiten. Das würde hier bei dem massiveren Plattenträger auf jeden Fall Sinn machen. Entsprechend hier auch wieder Rockschnallen, einfach zu bedienen, einsetzen und zum Lösen nach oben ziehen. Ist hier aus meiner Position ein bisschen schwierig, aber auch machbar. Hier seht ihr die Innenseite des CPCs. Im Vergleich zum TPC ist der hier voll vernäht. Das heißt, die Platte guckt nirgendwo raus, ist komplett eingeschlossen. Man benutzt aber dasselbe weiche Foam-Material, Schaumstoffmaterial mit Lüftungskanälen entsprechend. Das finde ich sehr, sehr gut, vor allem hier oben, dass man hier auch nochmal eine Polsterung hat. Wenn man sich mal das Kinn anhaut, hat man nicht die Platte direkt im Gesicht, sondern ist hier auch nochmal ein bisschen geschützt. Platteneinschub, wie üblich, von unten gelöst. Mit Klettverschluss. Die Platte lässt sich sehr einfach entnehmen und wieder einsetzen. Hier wäre auch noch genügend Platz, um mit einem Softbäcker zu arbeiten. Das Ganze wird hier entsprechend einmal angeklettet. Fertig. Das war unsere Vorstellung zum CPC Generation 3 von Templarski. Wer ein bisschen mehr Schutz braucht bzw. ein bisschen mehr Möglichkeiten hat aufzubauen, eher in die Richtung Attacke geht und nicht in Verteidigung oder Low Profile, der sollte auf den CPC gehen. Hier hat man einfach nochmal die Möglichkeit, mit dem gleich mitgelieferten Schnellabwurf das System auch schnell loszuwerden und halt vom Aufbau her auch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ihr bekommt den CPC und auch den TPC, wenn ihr das erste Video nicht gesehen habt, ist hinten am Ende des Videos verlinkt, schaut es euch an. Bei allen Händlern, die Templarski führen, der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zum Produkt? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle liken, Abo und die Glocke klicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.